Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mal zu einem ganz besonderen Video. Und zwar zeige ich euch, wie ich meine Haare geschnitten habe. Also die sind jetzt schon geschnitten. Ich war ja ein Jahr in Norwegen und in Norwegen hat ein Haarschnitt für Männer 70 € gekostet. Das habe ich absolut nicht eingesehen, weswegen ich dann irgendwann angefangen habe, mir selber die Haare einfach mit der Maschine zu schneiden. Und ja, das mache ich jetzt seit 2 Jahren und heute wollte ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Also so sah ich vorher aus. Meine Haare waren jetzt nicht irre lang, aber es wird halt langsam mal wieder Zeit, das nachzuschneiden. Ich habe mir mittlerweile aufgeschrieben, wie viel Millimeter ich mit der Haarschneidemaschine an welchen Seiten abschneide. Das könnt ihr genauso machen oder halt gucken, wie viel Millimeter bei euch am besten passen. Was ihr dazu braucht, ist auf jeden Fall eine Haarschneidemaschine. Ich habe hier die von Braun COX 5, den verlinke ich euch einfach mal in der Infobox, falls euch das interessiert. Der kostet nicht ganz so viel und der läuft jetzt seit über 2 Jahren ohne Probleme. Und der hat auch 2 unterschiedliche Aufsätze, das ist ganz praktisch. Was auf jeden Fall noch praktisch wäre, wenn ihr einen Wegwerfrasierer habt, weil da könnt ihr am Ende die Übergänge speziell hinten nochmal ganz genau machen. Wer mag, kann noch eine Austernschere dazu holen oder eine Haarschneideschere. Ja, wer das hat, der hat's und wer es nicht hat, das ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. So, dann stellt ihr erstmal die Millimeterzahl ein, die ihr haben wollt. Das war jetzt in meinem Fall 12 mm. Wenn ihr das habt, wäre auf jeden Fall ein Handtuch auch nicht schlecht, damit nicht das ganze Bad am Ende voll mit Haaren ist. Ja, und dann könnt ihr beginnen, auf beiden Seiten mit der Haarschneidemaschine loszuschneiden. Also da kann eigentlich gar nicht so viel passieren, wirklich, da braucht ihr gar nicht zögerlich sein, einfach schneiden. Hinten habe ich dann auch die 12 mm gemacht. Wenn ihr das dann fertig habt, könnt ihr mit dem anderen Aufsatz, das ist dann in meinem Fall 35 mm, einstellen und dann einmal über die ganzen Haare oben fahren. Das ist natürlich jetzt nicht mega professionell, ja, aber das Ergebnis sieht am Ende gar nicht schlecht aus und ja, es tut seinen Zweck. Das macht ihr dann einfach so lang, bis die Haarschneidemaschine am Ende oben gar nichts mehr abschneidet. Also das hört ihr ja dann, wenn es quasi nicht mehr schneidet. Wenn ihr das dann habt, könnt ihr den Aufsatz abmachen und seitlich die Konturen nachschneiden. Also erstmal die Haare seitlich und dann auch unten an den Konturen, wenn das bei euch auch relativ lang geworden ist. Als nächstes könnt ihr dann um das Ohr herum ohne den Aufsatz weiterschneiden, dass die Haare, die übers Ohr gehen, wieder etwas kürzer werden. Und das macht ihr natürlich auf beiden Seiten. Ich nehme meistens immer die Austernschere für die Übergänge, dass das nicht ganz so heftig ist. Aber wenn ihr keine Austernschere habt, könnt ihr das natürlich auch mit der Maschine machen. Hinten sieht man bei mir den Übergang auch immer ziemlich heftig und dann nehme ich dann meist einfach von der Gewohnheit her immer die Maschine mit 24 mm. Und wenn das nicht ganz so mega geworden ist, dann kann man auch nochmal mit der Austernschere hinterher. Als nächstes kommt dann der schwierigste Schritt. Ihr nehmt die Maschine ohne den Aufsatz und schneidet hinten, unten, je nachdem wie lang es geworden ist. Also bei mir waren das bestimmt 2 cm lang nach. Dazu könnt ihr dann das Handy nehmen oder einen Spiegel, um zu sehen, was ihr macht. Das wäre ganz gut. Und ja, da müsst ihr halt darauf achten, dass die Linie möglichst gerade ist. Das klappt bei mir meistens, aber das ist auch bei mir nie so richtig perfekt. Weil die Maschine natürlich nicht ganz so fein arbeitet, ist es natürlich gut, wenn ihr noch einen Wegwerfrasierer habt, weil dann könnt ihr nochmal nacharbeiten und das Ganze noch ein bisschen genauer machen. Und ja, dann sind am Ende keine Haare mehr, wo sie nicht sein sollten. Ja, hat sich mal wieder gelohnt, würde ich sagen. Dann erstmal duschen, um zu sehen, was man dann da angerichtet hat. Dann am besten die Haare gleich nochmal trocken machen und nochmal schauen, ob alles passt.
Weil meist fallen dann einem noch Stellen auf, die nicht ganz so perfekt sind. Bei mir waren zum Beispiel die Haare vorne noch komisch, da habe ich jetzt nochmal nachgeschnitten mit der Haarschneideschere. Ja, und dann Haarwachs rein und dann sieht es meist ziemlich perfekt aus. Kann gar nicht viel schief gehen. So schaut dann das Ergebnis aus. Vielleicht nicht ganz perfekt, aber man muss bedenken, dass ich auch die ganze Zeit die Kamera in der Hand hatte oder die Kamera irgendwo hingestellt habe und mich zur Kamera gedreht habe. Und es war gar nicht so einfach, das Ganze zu drehen. Hier seht ihr jetzt nochmal vorher-nachher im Vergleich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich riesig freuen. Dann mache ich demnächst noch mehr solche Videos. Das geht eigentlich nicht, aber auf jeden Fall mache ich weiterhin Videos. Und ja, ihr könnt auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss!